Überfischung, Fangmethoden, die Ökosysteme zerstören, Massentierhaltung und die Überdüngung von Gewässern durch Ausscheidungen von Zuchtfisch. Die Fischerei und Aquakulturen stehen immer wieder in der Kritik. Gleichzeitig ist Fisch für Menschen weltweit wichtig für die Nahrungsmittelversorgung. Es sind also nachhaltigere Methoden der Fischerei und der Aquakultur gefragt. Und die schauen wir uns an. Für viele Menschen gilt Fisch als lecker und gesund. Er ist reich an Proteinen, enthält viele Vitamine und natürlich auch die berühmten Omega-3-Fettsäuren. Doch immer wieder liest man auch solche Meldungen hier. Wenn man das sieht, bekommt man so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man Fisch isst. Und fragt sich natürlich auch, was dahinter steckt. Und um das zu klären, sind wir heute in Bremen. Denn wir wollen wissen, was bedeutet Überfischung, was sind die Ursachen dafür und vor allem, wie ist die Situation in Nord- und Ostsee eigentlich? Hier in Bremen hat nämlich auch der BUND ein Büro und hier sitzt auch Valeska Diemel. Sie ist Fischereiexpertin beim BUND und mit ihr sind wir heute verabredet. Mit Valeska Diemel wollen wir genau über diese Fragen sprechen. Wie ist die Situation in Nord- und Ostsee und was sind die Konsequenzen der Überfischung? Also erstmal ist es in Nord- und Ostsee recht unterschiedlich. In der Ostsee ist es dramatisch. Gerade in der deutschen Ostsee sind die Populationen nicht nur überfischt, sondern zusammengebrochen. Das heißt, ist einfach so wenig Fisch da inzwischen, dass wirklich die natürliche Fortpflanzung nicht mehr funktioniert. Dorsch und Hering in erster Linie. In der Nordsee ist es ein bisschen diverser, weil das Gewässer viel, viel größer ist. Es gibt viel mehr Fischpopulationen und sie werden halt auch nicht nur von der EU, sondern auch von Drittländern, ne, wie Island oder Norwegen mit befischt. Deswegen sind dann die Bewertungen komplizierter. Aber auch da haben wir Populationen, denen es extrem schlecht geht, dem Nordsee-Kabeljau zum Beispiel. Und der Nordsee-Kabeljau ist halt auch so ein Beispiel dafür, diese schlechte Entwicklung ist schon lange so und das weiß man auch. Die wissenschaftlichen Empfehlungen waren entsprechend, die Quoten zu verringern, aber die Politik ist dem nicht gefolgt. Eigentlich schaffen es Fischbestände selbst, ihre Sterblichkeit auszugleichen und sich schnell genug fortzupflanzen. Und eigentlich hat Fischereipolitik das Ziel, festzustellen, wie viel neben der normalen Sterblichkeit maximal gefangen werden darf, damit eine Population weiterhin nachhaltig nachwachsen kann. Der Wert, der vor diesem Hintergrund wissenschaftlich berechnet wird, nennt sich höchstmöglicher Dauerertrag oder in der Fachsprache auch Maximum Sustainable Yield. Also, wie viel kann gefischt werden, ohne dass zu viel rausgenommen wird. Politisch ist es gewollt, Fischbestände bis zu diesem höchstmöglichen Dauerertrag zu befischen. Und es gibt sogar internationale Vereinbarungen dazu, wie das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, quasi das Gesetz der Meere. Der Grund ist, dass Fisch eine wertvolle Nährstoff- und Proteinquelle ist, von der viele Menschen abhängig sind und die bei einem wirklich nachhaltigen Management der Fischerei nicht ausgeht. Die Politik, die über die tatsächlichen Fangmengen entscheidet, hält sich aber nicht unbedingt an ihre eigenen Regeln. So legt die Europäische Union für viele Arten Fangquoten über dem höchstmöglichen Dauerertrag fest. Und diese müssen von den Fischern auch erfüllt werden, wenn sie nicht wollen, dass ihre Quoten im nächsten Jahr gekürzt werden. Aus solchen Gründen wurden und werden viele Fischbestände überfischt. Es wird also mehr rausgenommen, als von selbst nachwachsen kann. Weltweit ist etwa 1/3 der Fischbestände betroffen. Das hat soziale und ökologische Konsequenzen. Das, was wir ja auch als Menschen am direktesten zu spüren kriegen, sind die Auswirkungen auf die Betriebe. Ne, dass wir an der gesamten deutschen Küste und eben auch wieder vor allen Dingen an der Ostsee mit jedem Jahr Fischereibetriebe verlieren, die halt aufgeben. Es gibt einfach genau wie bei Dorsch und Hering jetzt nicht mehr genug Quote, als dass es sich lohnen würde, rauszufahren. Und das andere, das, was wir nicht sehen, was aber nicht weniger dramatisch ist, ist natürlich, dass wir total wichtige Arten aus diesem Ökosystem entnehmen. Der Dorsch ist eher ein Jäger, das heißt, er erfüllt eher diese wichtigen Ökosystemfunktionen, wohingegen der Hering halt eher ein total wichtiger Futterfisch ist, für viele Arten, die den halt jagen und essen müssen, von Säugetieren über Seevögel. Und indem wir diese Bausteine einfach rausziehen aus dieser Pyramide und aus diesem System, hat das Wirkungen auf alles. Und irgendwann klappt alles in sich zusammen und funktioniert nicht mehr richtig. Und wir haben verhungernde Seevögel oder verhungerte Plattfische, weil niemand mehr irgendwie genug zu essen findet und die Bedingungen nicht mehr gut sind.
Um den Druck der Fischerei auf die Ökosysteme abzumildern, ist oft die Aquakultur, also Fischzucht, als Lösung im Gespräch. Schon heute stammen etwa 50% der globalen Fischprodukte aus Aquakulturen. Tendenz steigend. Auch der Lachs, der beliebteste Speisefisch in Deutschland, stammt kaum aus dem Wildfang, sondern vor allem aus Aquakulturen in den Fjorden von Norwegen. Die Probleme: Aufgrund der engen Haltung haben Parasiten wie die Lachslaus und andere Krankheiten bei der Übertragung oft leichtes Spiel, wodurch immer wieder viele Tiere sterben. Ein anderes Thema ist, wenn die Ausscheidungen der Fische zu ökologischen Problemen führen, wenn sie in die Natur gelangen, die Ökosysteme überdüngen und so zu schädlichen Algenblüten führen. Hinzu kommt, dass viele Fischarten, wie auch der Lachs, Raubfische sind, die unter anderem mit Fischmehl und Fischöl gefüttert werden. Und trotz Verbesserungen in den letzten Jahren stammt der Fisch dafür auch heute noch zum Teil von Arten und aus Regionen, die von der Überfischung betroffen sind. Okay, sieht ehrlich gesagt nicht alles ganz so rosig aus, sowohl in der Wildfischerei als auch in den Aquakulturen. Aber was sind da vielleicht Lösungsansätze? Wie sieht vielleicht eine Aquakultur der Zukunft aus? Deshalb sind wir weiter nach Rostock gefahren, denn hier wird an der Universität Rostock das Thema Aquakultur auch wissenschaftlich untersucht. Und wahrscheinlich seht ihr im Hintergrund schon ein Gewächshaus. Und um zu gucken, was jetzt ein Gewächshaus mit Aquakultur zu tun hat, folgt mir einfach. Um diese Fische in dieser Aquakulturanlage im Inneren des Gewächshauses geht es. Hier sind mehrere Fischbecken aufgebaut und durch die Wasserzufuhr ist es hier drin recht laut. Mein Gesprächspartner ist Professor Harry Palm, der an der Uni Rostock zum Thema Aquakultur forscht. Als erstes will ich mehr zu den Fischen wissen. Also diese Fische sind Warmwasserfische, sind afrikanische Welse. Die sind sehr schnellwüchsig, das heißt in einem halben Jahr erreichen die, wie gesagt, vom Geburtsgewicht ein Gewicht von 1,5 Kilogramm. Das ist das eine Wesentliche. Das zweite ist, dass sie eine Art Atmungsorgan haben und sie können dann diesen Luftsauerstoff nutzen und dementsprechend sind sie nicht so gefährdet, wenn mal der Sauerstoffgehalt abfällt oder die Wasserbedingungen da schlechter werden. Erstmal wachsen diese afrikanischen Welse also sehr gut und sind deshalb ein wirtschaftlicher Faktor. Wie Professor Palm es beschreibt, spielt für die Forscher und Forscherinnen aber auch eine Rolle, dass speziell diese Fische gut mit den Bedingungen vor Ort klarkommen. In Afrika, wenn dann die Trockenzeit kommt, dann drängeln sich die Tiere praktisch in einen großen Haufen zusammen, weil das Wasser dann ja plötzlich fehlt. Und das heißt, die Tiere sind daran gewöhnt, dass sie sich zusammensammeln und wenig Wasser zur Verfügung haben. Beim afrikanischen Wels ist es sogar so, wir müssen den möglichst in einer höheren Besatzdichte produzieren, weil wenn sie die Welse separieren, die haben ein Revierverhalten und dann machen die eine Hackordnung aus und dann greift jeder jeden an, bis irgendwann im Becken Ruhe ist. Und unter solchen Besatzdichten, wie wir sie Hältern hier, passiert das nicht, weil die Tiere wissen, wir sind im Schwarm, ich kann meinen Nachbarn nicht beißen, wir sind relativ eng aneinander und deswegen tun die sich da nichts. Auch wenn das hier nicht die natürliche Umgebung der Fische ist Professor Palm sehr von dieser Form der Aquakultur und Fischzucht überzeugt. Mit Berücksichtigung des Tierwohls ließen sich gute Nahrungsmittel mit einem niedrigen ökologischen Fußabdruck produzieren, sagt er. Der Fisch ist ein ungemein effizienter Nahrungsverwerter. Wir brauchen nur 800 Gramm Futter und bekommen 1 Kilogramm Zuwachs des Fisches und haben dann hochwertige Fischproteine, die der Konsument dann letzten Endes bekommen kann. Und alle anderen Tiere, die wir kennen, also Hühner, Schweine, Rinder, haben ein viel, viel schlechteres Futterverhältnis. Das ist richtig. Doch geht diese Rechnung nur auf, wenn durch das Essen solcher Fische weniger andere tierische Produkte auf dem Teller landen. Und wie steht es um das Thema Nährstoffe durch Tierhaltung im Wasser? Das haben wir bei der Aquakultur ja auch als Problem herausgearbeitet. Wir nutzen diese Ressource eben für die Pflanzenproduktion. Also die Nährstoffe, die hier von den Fischen in dem Wasser produziert werden, gehen bei uns noch nicht mal ins Abwasser, sondern wir können damit sogar noch Nutzpflanzen produzieren. Hier kommt langsam das Gewächshaus ins Spiel. Das Fischwasser fließt nämlich in einen sogenannten Biofilter, in dem Bakterien auf stacheligen Plastikbrocken sitzen. Diese können das Wasser chemisch wieder aufbereiten. Am Anfang dieser Kette steht Ammonium, das durch die Ausscheidungen der Fische entsteht. Und dieses Ammonium wird dann hier von den Bakterien umgebaut
letzten Endes über Nitrit zu Nitrat. Und Nitrat kennt jeder von Ihnen aus dem Handel in der Form von Nitratdüngern. Und dieses Nitrat ist auch unschädlich für die Fische, sodass wir dann also das Wasser aus diesem Biofilter dann zurück zu den Fischen transportieren können. Das ist das Geheimnis. Diese Bakterien sind auch der Grund, weshalb in solchen Anlagen keine Antibiotika verwendet werden. Denn diese würden die kleinen Helferlein töten. Durch sie kann das Wasser aber wieder zurück zu den Fischen fließen oder eben für den Anbau von Pflanzen genutzt werden. Dieses Konzept heißt Aquaponik, also Düngung durch Aquakultur. Und das macht diese Anlage so besonders. Genau, das ist das Gewächshaus. Wir haben hier also 6 Pflanzenkammern. Und Sie sehen, hier oben haben wir die Verrohrung, wo wir das Fischprozesswasser letzten Endes von den Fischanlagen hier in die einzelnen Pflanzenkammern transportieren. Und auf diesen Tischen hier können wir und machen wir dann auch unsere Experimente. Die Betonung liegt hier auf Experimenten. Während die Fische nämlich auch tatsächlich geschlachtet und gegessen werden, dienen die Pflanzen nur dem wissenschaftlichen Zweck, um herauszufinden, ob sie mit dem Fischwasser klarkommen. Wir haben jetzt hier Wasabi-Rauken und jetzt läuft das Wasser hier praktisch rein auf den Tisch, bleibt 8 Minuten stehen, aber auch das können wir einstellen und dann läuft das Ganze wieder zurück. Okay. Und Sie sehen jetzt diese Pflanzen, die stehen jetzt hier so ein bisschen in der Erde. Das Wasser steigt hier praktisch auf und die holen sich dann die Fischnährstoffe letzten Endes hier direkt von diesem Tisch. Und warum eignet sich jetzt diese Pflanze zum Beispiel für das Experiment besonders gut oder was verwenden Sie generell für Pflanzen? Genau, das wollte ich Ihnen gerade sagen. Okay. Wir wissen das nicht, ob diese Pflanze sich überhaupt eignet. Wir können mit dem Wels-Prozesswasser Pflanzen wie Minze, Basilikum sehr gut produzieren. Wir wissen, wie es geht. Die kommen mit dem Fischwasser sehr gut klar, sind also auch sehr gut für die Aquaponik geeignet. Theoretisch gibt es eine Vielzahl an Kräutern und Gemüsesorten, die mit dem Fischwasser klarkommen. Durch den Aufwand mit den Fischtanks ist das Gemüse aber häufig deutlich teurer als die Konkurrenz aus dem normalen Gewächshaus. Deshalb liegt der Fokus der Forschung auf eher Pflanzen wie dieser Wasabi-Rauke, die generell teurer verkauft werden können. Stellen sich solche Pflanzen als geeignet heraus, geben die Forscher und Forscherinnen ihre Empfehlungen auch an Aquaponikbetriebe weiter. Ein Problem hatten wir aber noch bei der Aquakultur ausgemacht, auf das wir eingehen wollen, nämlich das Fischfutter. Das, was die Pflanzen nicht an Nährstoffen aufnehmen, da kann man dann zum Beispiel sowas hier wie diese Wasserlinsen nehmen. Und diese Wasserlinsen können dann also auch noch diese Restnährstoffe aus dem System entfernen. Und solche Wasserlinsen wiederum können Sie dann Futtermittel beifügen, wiederum als Ressource nutzen. Trotzdem sagt der Name der afrikanischen Raubwelse schon, dass die Tiere keine Vegetarier sind. Der afrikanische Wels nutzt in seinen Futtermitteln weiterhin Fischmehl, ja, das ist richtig, auch Fischöl. Allerdings produzieren wir mehr Fisch letzten Endes, als wir Fisch einsetzen. Ja, und ich denke, das ist ja immer so ein Wert, wo man auch darauf achten sollte, ne? Dass wir also nicht mehr Wildfisch einsetzen, als wir dann hinterher an Fischen gewinnen. Das ist in der Wels-Aquakultur schon gegeben. Und wir forschen hier auch am Standort über alternative Futtermittel. Ich habe jetzt die Wasserlinse hier genannt, aber Insekten zum Beispiel sind bei uns ein Thema. Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir zwar noch nicht 100% das einfach austauschen können, aber prozentual können wir schon heute Insektenmehle auch mit Fischmehl tauschen. Viele Probleme von Aquakulturen geht die Aquaponik also an. Zum Aspekt des Tierwohls habe ich aber keine abgeschlossene Haltung. Für Professor Palm gibt es da kein Problem, weil diese Fischart an die Bedingungen angepasst sei und das Tierwohl streng überwacht werde. Auch Bilder und Videos aus der Natur scheinen zu bestätigen, dass die Tiere zum Teil extreme Lebensräume haben. Trotzdem sind vielleicht andere Perspektiven der Tierethik hier etwas kurz gekommen. Was die Aquaponik aber sicher gut in den Griff bekommt, ist die Herausforderung der Antibiotika und auch die der übermäßigen Nährstoffe. Hier gibt es viele Möglichkeiten, Kreisläufe wieder zu schließen. Die Aquaponik ist im Grunde genommen ein ganz wesentlicher Bestandteil von so einer modernen, angedachten Kreislaufwirtschaft, ja, wovon viele Leute reden. Aber Sie müssen verstehen, jeder dieser Prozesse ist natürlich kompliziert. Und wenn Sie dann diese biologischen Parameter der unterschiedlichen Organismen immer berücksichtigen, dann wird es noch mal komplizierter.
Das System ist also noch nicht perfekt. Es macht aber schon einiges besser als herkömmliche offene Aquakulturen. Deshalb können die Aquaponik und der Verzehr alternativer Fischarten wie dem afrikanischen Wels vielleicht ein Teil der Aquakultur der Zukunft sein. Auch weil die Aquaponik unabhängig vom Standort Meer möglich ist. Doch wie sieht die Zukunft der Wildfischerei aus, die ebenfalls nachhaltiger werden muss? Dazu hat Valeska Diemel vom BUND noch Antworten. Glaubst du, dass nachhaltiger Wildfischfang generell möglich ist? Ja, sonst würde ich in meinem Job verzweifeln, glaube ich. Ne? Also wenn ich diese Vision nicht hätte oder diesen Glauben, dass es funktionieren kann, dann wäre das, was ich jeden Tag tue, extrem frustrierend. Ein Umschwung ist nicht nur bei der Einhaltung der Quoten nötig, sondern allgemein im Fischereimanagement, sagt Valeska Diemel. Aktuell wird jeder Bestand nämlich nur einzeln betrachtet, ohne Bezug zu anderen Arten oder wichtigen Umweltbedingungen. Deswegen ist das, was wir als Umweltverbände so häufig fordern, dieses ökosystembasierte Fischereimanagement, dass wir sagen, wir müssen das Ökosystem als Ganzes betrachten und auch die Fischpopulationen zusammendenken, sonst funktioniert das nicht. Ein Fischereimanagement, was auch die Wechselwirkungen dieser Populationen von wer frisst wen, wie ist die Nahrungskonkurrenz, wie ist die Lebensraumkonkurrenz, wie wirkt die Klimakrise, wie wirkt die Eutrophierung, all diese Dinge, die eigentlich absehbar sind, dass man sagen kann, okay, es wird wärmer, das gefällt diesen Arten nicht, dementsprechend können wir davon ausgehen, dass sie sich in den nächsten Jahren schlechter reproduzieren. Das funktioniert in unserem Fischereimanagement nicht gut. Und was auch ganz klar einfach passieren muss, ist, dass wir Schutzgebiete brauchen, in denen nicht gefischt wird. Dass wir Ruhezonen und Erholungszonen brauchen für die Fischpopulationen und die Meere, in denen die Menschen einfach nicht das ganze Jahr über am Rumfischen sind, sondern wo sich in Ruhe fortgepflanzt werden kann, wo die Fische in Ruhe groß werden können und wo dann optimalerweise eine Menge an Fisch entsteht, die auch über die Grenzen der Schutzgebiete hinaus wandert, von denen dann auch die Fischerei wieder was hat. Aber dass diese Zonen notwendig sind, dass auch die Natur in diesen Flächen Vorrang und Ruhe haben muss, ist, glaube ich, auch, muss sein. Fisch ist also nicht per se schlecht. Aber wie wir Fisch aktuell nutzen, ist nicht unbedingt nachhaltig. Überfischung und die Auswirkungen von offenen Aquakulturen sind Probleme, denen wir uns wirklich stellen müssen. Und dabei haben wir noch nicht darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Fangmethoden der Fischerei zum Teil auf die Ökosysteme in den Meeren haben oder dass ein Großteil des Plastiks in den Meeren aus der Fischerei stammt. Insgesamt können geschlossene Aquakultursysteme mit solchen Nährstoffkreisläufen, wie die Aquaponik sie hat, ein Teil der Lösung sein, um den Druck von den Fanggebieten und durch die Fischerei zu nehmen. Es bedarf aber auch politischer Lösungen, um die Überfischung in den Meeren in den Griff zu bekommen. Jetzt aber zu euch. Wie steht ihr zu den Themen Fischerei und Aquakultur? Und was haltet ihr vom afrikanischen Wels auf eurem Teller?